Ich habe zwar heute keinen Hut auf, aber wo fahren wir hin? Nach Jaila. Wir fahren schon wieder nach Jaila. Eingeladen von Freunden zum Grillen in Bektasch. Haben wir uns gedacht, naja, die paar Kilometer können wir auch noch weiterfahren. Und dann fahren wir halt für eine Nacht noch mal ins Jaila-Haus. Wenn es schön ist. Wenn es schön ist. Teilweise ist vorhergesagt gewesen 0 Grad. Im Moment haben wir 24. Bei 0 Grad wird es ein bisschen schwierig. Schauen wir mal. Auf geht's. Wir fahren dann mal. Kurzer Stopphammer eingelegt. Aussicht genießen. Straßenblockade. Klimakleber. Aktivisten. Klimakleber. Aktivisten neu. Na, hallo? Na, hallo? Mittlerweile hat sich auch ein wenig abgekühlt. Es sind nur noch 16 Grad. Schauen wir mal. Genau. Baumgrenze erreicht. Wir sind kurz vor Bektasch. Und ja, es ändert sich nichts irgendwie. Wir waren vor ein paar Wochen hier, sah genauso aus. Doch, es ändert sich was. Es wird immer brauner. Herbst naht. Winter is coming. So, wir haben es jetzt nach Bektasch geschafft. Es ist immer viel los hier. Die Saison ist vorbei, sozusagen. Die Ferienzeit ist vorbei. Kinder müssen wieder in die Schule. Es sind relativ wenig Leute unterwegs. Aber hier gibt es noch was zu kaufen. Und es ist noch was los. Hier so ein bisschen. Und hier. Und jetzt ein bisschen Fleisch zum Grillen. Brot. Und dann fahren wir in unser Jaila-Haus. Komm her. Hey, man. Du bist satt, sieht man schon. Aber wir Tja, wieder zurück auf Schotterpiste. Pause am Tscheschme, also am Brunnen. Habe ich schon mal gesagt, ich liebe das hier. Hui! Gleich sehen wir nichts mehr. Schaut. Eigentlich haben sie gesagt, das Wetter ist schön. War doch schön. Ja, wo? Ja, jetzt kurz schlecht und dann wird es wieder schön. Tja, so sieht es jetzt gerade aus. Der versprochene Sonnenschein ist irgendwie noch nicht da. Aber schauen wir mal. Wird wohl noch. Vielleicht. Vielleicht, der war da heute Mittag. Grillen mit Ufuchs ist immer blöd, weil es ist immer Nebel und arschkalt. Ja. Die letzte große Aktion, die wir mit der Familie hatten, war auch so geendet. Es hat gefroren, wir haben gefroren und trotzdem gegrillt. War trotzdem cool. So wird es auch diesmal. Ja, Diesmal haben wir allerdings ein Haus dabei. Das stimmt. Oh. Das sieht nicht gut aus hier. Ich sehe nichts. Ist insofern egal. Wir wären dann wieder angekommen. Es ist arschkalt, 9 Grad, 8 Grad. Es
ist ja, neblig. Ist doch der Nebel jetzt aufgezogen, was uns aber nicht davon abhält, zu grillen. Das Feuerchen läuft schon. Da. Und wir sind halt dick angezogen. So wintermäßig. Also Shirt, Pulli, dicke Jacke, Regenjacke. Gut, macht aber nichts. Drin ist auch schon angeheizt. Insofern, wer friert, geht rein. Köftesi gibi Burhan yani. Ya orada yediğimizde belliydi zaten. Ya, köfte musluğu zaten. Hissetme. Soba yanıyor içeride, üstüne bırakırız. Harıl harıl yanıyor. O sen arabada odunları bırakalım buraya. Geri götürmeyelim bir daha. Einer Besucher. Mal gucken, wie er jetzt wieder drüber geht. Der ist eben einfach hier über den Zaun gesprungen und war dann drin. Zack, wieder gesprungen. Und jetzt geht er wieder. Kleiner. So, wir sind jetzt wieder allein zurückgeblieben. Unsere Freunde sind zurückgefahren mit dem Auto jetzt noch abends. Hätten hier natürlich schlafen können, wollten aber zurück. Aber wir bleiben eine Nacht. Es ist saukalt draußen. Also vorhin, wie gesagt, als wir gekommen sind, waren es 9 Grad, 8 Grad. Jetzt sind es bestimmt 5. Also eben hat die GoPro wieder schlapp gemacht. Ich glaube, ich habe erzählt, dass wir es saukalt haben hier. Und Sharife meinte, das sind schon an die 0 Grad. Ja, das heißt, wir überlegen jetzt gerade mal hier im Wohnzimmer zu schlafen, wo der Ofen ist, weil es da ein bisschen kühler ist. Aber das schauen wir mal. Dann müssen wir jetzt noch ein bisschen wach bleiben. Obwohl ich bin jetzt eigentlich kaputt. Sommerurlaub 2023 in der Türkei sieht so aus. Sharife friert. -1 Grad. -1. Es friert also draußen. Und nicht nur draußen, weil ja, so dicht ist der Schuppen hier jetzt auch nicht. Auch hier drin. Der Ofen läuft auf Hochtouren. Chai gibt es auch. Aber trotzdem ist es saukalt. Die anderen Zimmer sind eiskalt. Und die anderen Zimmer sind auch eiskalt. Und der Ateş ist auch K.O. Ups, ist er aufgestanden. Ateş ist okay. Ja, so. Wir haben uns gerade überlegt, ob wir morgen früh überhaupt noch aufstehen können. Oder eingefroren sind. Tja, Ja. Es wird spannend. So, die Sharifa hat jetzt das Fenster aufgemacht. Weil hier drin kaum Sauerstoff kaum ist. Sauerstoff ist. Dann gehen wir eben per Kohlenmonoxidvergiftung drauf. Ja, super. Sehr lustig. Entweder erfrieren oder Kohlenmonoxid. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Wir steigen ins Auto und fahren nach Hause. Auto ist kalt. Da kann man die Heizung anmachen. 25 Grad. Das Wasser, was man hier trinkt, ist eiskalt. Also trinke ich jetzt kochendes Wasser. Ja, wie das, Kein Tee, sondern ob das Wasser. was bringt, ist so die Frage. Ja, doch, das war von in den Raum. Naja, schauen wir mal. Guck doch, das Wasser kocht die ganze Zeit hier. Trinken wir heiß Wasser. Ja. Ich hole mir jetzt ein kühles Bier. So, wir haben jetzt eben den letzten Gassi-Gang mit Ateş gemacht. Dick fett eingemümmelt. Der macht das immer sehr schnell. Wie ihr seht, hier alles stockdunkel. Sternenhimmel, aber das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht so. Ja, und überall sind die Hunde und bellen.
nichts zu sehen mit Hunde. Gut, das war's für heute. Bis morgen. Einen schönen guten Morgen. Es ist bestes Wetter, sehr kalt, das sind keine 10 Grad. Und die Schäfchen sind schon unterwegs und die Kühe, die seht ihr hier, sind auch jetzt unterwegs auf die Weiden. Die sind natürlich jetzt nicht mehr ganz so doll, aber irgendwo finden die immer noch was. Und ja. Ja, wir werden jetzt erstmal mit Atesh versuchen rauszugehen. Dann werden wir frühstücken, zusammenpacken und das hier wieder verlassen. Wir machen es auch winterfest, glaube ich. Das bedeutet letztendlich, auf den Schornstein muss noch was drauf. Ist so eine Abdeckung, damit das Wasser hier nicht so reinläuft. Die Klappen für die Fenster müssen dicht gemacht werden. Und eigentlich auch das Wasser abgelassen werden, das das Problem vom letzten Jahr ja war. Aber hier wird noch gebaut, insofern bleibt das dann noch dran. Gut, dann starten wir mal in den Tag. Was darf bei einem guten Frühstück in Yaila nicht fehlen? Käse mit Ei. So, und der Käse kommt ganz frisch gestern gemacht vom Bauern, Bäuerin, wie auch immer. Von den Nachbarn, sagen wir es so. Andere hört sich so komisch an. Ja, also von den Nachbarn. So, und das wird jetzt hier schön geschmolzen in der Pfanne und dann kommt Ei drauf. Ich liebe es. Feuer brennt. Käsebrät, Chai kocht. Fertig ist das Frühstück. Mehr braucht man hier nicht. Und Atesh hat die Sonne. Mehr braucht er nicht. Gegessen hat er schon. Ja, im Übrigen seht ihr mich jetzt hier wieder im Polo-Shirt. Also es ist draußen kalt. Bestimmt so ja, knapp unter 10 Grad, denke ich mal. Die Sonne ist jetzt rausgekommen. Es wird dadurch sehr warm. Gestern, als wir hier angekommen sind, gegrillt haben, war es natürlich war keine Sonne da, habt ihr ja gesehen. Jetzt ist Sonne da, das heizt sich auch richtig gleich auf. Deswegen und unter anderem wegen dem Ofen ist es natürlich jetzt hier warm und man kann die Sachen ausziehen. Aber wir fahren ja heute Nachmittag wieder, wenn wir heute Abend noch da wären. Es wird wieder kalt. Die Anwohner hier haben gesagt, so um 14, 15 Uhr kommt hier immer der Nebel und dann wird es kalt. Ja. Heute Nacht, als wir draußen waren mit Atesh, war sternklarer Himmel. Das war wieder sowas von toll. Ich hatte aber jetzt wieder keine Lust, Aufnahme zu machen. Habe auch das Stativ wieder nicht mitgenommen, weil ja, da habe ich jetzt auch nicht mit gerechnet. Insofern hätte man da jetzt super Sternbilder machen können. Gut, jetzt werden wir frühstücken, dann langsam packen und zurückfahren. Ob ich die Drohne noch mal einsetze, weiß ich auch noch nicht. Sie geht ja wieder. Ich könnte sie ja mal wieder an der Wand schrotten. Aber schauen wir mal. Gut, und eins muss ich jetzt noch zeigen. Zack, 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 zack. Essen ist fertig. Lecker. Nochmal ein letzter Blick auf unser Yaila. Das Auto ist gepackt und wir werden jetzt gleich abfahren und wieder runter in die Stadt fahren. Ja, jetzt ist auch wieder so Wetter, wo man sagt, eigentlich könnte man noch ein bisschen bleiben, aber wir waren jetzt genug hier
Und wir haben noch ein bisschen was anderes vor. Dazu gibt es dann aber natürlich ein weiteres Video. Und ja, jetzt werden wir erstmal losfahren. Also wieder anschnallen, der Weg ist holprig und los geht's. Unser Freund ist auch noch hier. Er will uns verabschieden. Haus ist abgeschlossen. Los geht's. Tschüss. In Rekordzeit von knapp 2 Stunden, 10 Minuten sind wir von Jaila zurückgefahren. Das ist echt eine sehr gute Zeit. Ich glaube, das haben wir noch nie geschafft. Das liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass die Straßen frei waren. Das Wetter war okay, es war mal ein bisschen nebelig, aber ansonsten habe ich schon ein bisschen Stoff gegeben. Vielleicht lag es auch an der Zeit, die ich gebraucht habe von unserem Berghaus bis nach Bektasch. Da haben wir, ich glaube, 40 Minuten gebraucht, sonst immer eine Stunde, anderthalb. Aber diesmal 40 Minuten, weil ich bin mal recht zügig gefahren und ja, habe mal so Allrad komplett mal so ein bisschen probiert und alles gegeben. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt zurück. Wir haben es natürlich überlebt, die Kälte heute Nacht haben wir so gemacht, dass wir unter anderem dicke Wolldecken uns besorgt haben, die dort im Haus waren. Und zum anderen, dass jeder, der mal wach war, kurz zum Ofen geht und einmal nachlegt, Holz nachlegt. Und das hat dann so halbwegs bis heute Morgen gehalten. Und da wurde es dann nicht ganz so kalt. Heute Morgen aus dem Haus raus war es sehr kalt, klar, aber die Sonne hat geschienen, das relativ schnell wurde es dann warm. Ja, das waren unsere diesjährigen Jaila-Abenteuer. Nochmal werden wir jetzt nicht hochfahren, wir haben soweit alles abgeschlossen und ja, wir werden jetzt nächste Woche vielleicht nochmal auf eine andere Tour gehen, aber da bleibt dran. Bleibt weiterhin gespannt, abonniert unseren Kanal, dann werdet ihr auch dies erfahren, wo es da nochmal hingeht. Es wird auf jeden Fall sehr spannend. Bis dahin und tschüss.